Moin! Ich habe im Laufe der Jahre jetzt schon viele Workshops besucht und jetzt auch in neuester Zeit Workshops geleitet. Und dabei sind mir immer wieder neue Sachen aufgefallen, die ich gerne schon als Anfänger gewusst hätte, um diese Fehler zu vermeiden. In diesem Video möchte ich genau darauf eingehen, damit ihr diese Fehler nicht macht und let's go! Der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist, denkt daran, was in eurem fertigen Film, Video, YouTube-Video, egal, sein soll. Ihr müsst wirklich wissen, was will ich drehen und nicht einfach anfangen zu drehen. Natürlich, es können immer mal ganz gute Shots bei rumkommen, aber das reine Konzept, wenn das schon fertig ist, ist es wirklich hilfreich. Vor allem am Anfang, wo ich Kurzfilme gedreht habe mit Freunden, sind wir einfach rausgegangen, hatten einen Block und einen Stift dabei und haben, während wir die Szene gedreht haben, das Drehbuch noch geschrieben. Und ja, diese Filme wurden meistens auch nicht fertig, also denkt dran, was wollt ihr drehen, so könnt ihr viel einfacher Übergänge planen oder auch Pointen im Video einbauen. Tipp Nummer 2 geht um die hier. Oder auch einfach um das gute Handy. Weil wenn ihr am Anfang dabei seid, eure ersten Shots zu machen, werdet ihr feststellen, sie sind oftmals verwackelt und auch nicht wirklich schön anzusehen. Wie könnt ihr das verhindern? Zum einen wäre da natürlich eine große Equipment-Auswahl, die nur dafür da sind, die Kameras stabil zu halten. Zum Beispiel die hier. Zum Vloggen so etwas, um schöne Schwenkbewegungen zu filmen. Das klassische Stativ oder auch einfach ein schöner Gimbal. Aber das ist natürlich alles sehr teuer und für den Anfang, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr wirklich Videos produzieren wollt, würde ich euch davon abraten. Also, was macht ihr stattdessen? Ich würde euch empfehlen, einfach die Handfläche zu nehmen, die Kamera drauf zu packen und schon habt ihr schöne, stabile Aufnahmen ohne viele Wackler. Und dasselbe gilt natürlich auch einfach für das Handy. Handfläche nutzen, Handy draufpacken und schon habt ihr eine deutliche Stabilisation, als wenn ihr das Video so dreht. Tipp Nummer 3. Die 180-Grad-Regel. Um die 180-Grad-Regel zu erklären, brauche ich erstmal zwei Personen in einem Dialog. Man sieht, die eine Person steht links, in dem Fall Hulk, die andere Person, in dem Fall Captain America, steht rechts. Da es natürlich langweilig wäre, die Person nur von der Seite zu filmen, nutzt man unterschiedliche Winkel. Zum Beispiel über die Schulter oder Nahaufnahmen. Dabei filmst du der Person 1 über die rechte Schulter und der Person 2 über die linke Schulter. Doch was passiert eigentlich, wenn man der Person 1 über die linke Schulter filmt? Dann springt plötzlich die Person, während man die Ausschnitte wechselt, von links nach rechts. Und das wäre für den Zuschauer sehr komisch. Also, zeichnet euch am besten eine imaginäre Linie im Raum und filmt dann nur aus der einen Hälfte. Der vierte Tipp hat mit einem Tuch und einer Kamera zu tun. Nur mit diesen zwei Werkzeugen könnt ihr coole B-Roll-Aufnahmen machen. Hier ein paar Beispiele. Und wie macht man jetzt diese Aufnahmen? Ihr könnt jedes Tuch, was ihr vor Ort gerade zur Hand habt, benutzen. Macht die Kamera drauf und dann auf einer glatten Oberfläche, zum Beispiel auf einem Tisch, könnt ihr schöne, smooth Kamerafahrten machen, ohne einen großen Kameraslider, ohne großes Equipment, einen Kamerakran, sondern einfach nur mit einem Handtuch und schon habt ihr schöne Aufnahmen. Zum Beispiel bei Commercials, bei Kochvideos, um Essen zu zeigen, aber auch als Einstieg in eine Szene immer gut nutzbar und deswegen immer eine schöne Idee, die Kamerafahrt mit einem Tuch. Und der letzte Tipp, vermeidet, wenn ihr filmt, zu viele Schwenks oder auch während ihr filmt zu zoomen. Ja, es gibt Beispiele, vor allem beim Schwenken, wo das Ganze gut sein kann. Doch Anfänger neigen oft dazu, und so habe ich das auch bei mir erlebt, bei einem Dreh viel zu oft zu schwenken. Sie schwenken immer mit dem Charakter mit, anstatt einfach verschiedene Perspektiven zu nutzen. Dadurch, wenn man verschiedene Perspektiven nutzt, wird das Bild deutlich interessanter. So, und ansonsten, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Part 2 haben wollt, gebt gerne ein Like. Wenn nicht, gibt es trotzdem einen zweiten Part und tschüss!